Ihr seid die Zukunft. Jeder ist ein Original und sollte daher nicht zur Kopie werden. Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich in erster Linie zur jüngeren Generation sprechen. Das Fehlverhalten der Erwachsenen, der Verantwortungsträger, vielleicht sogar eurer Eltern, Lehrer, Arbeitgeber und so weiter, das bekommt ihr zu spüren. Ich weiß, gerade wenn man noch jung ist, wird man oft mit Vorurteilen und dogmatischem Denken sowie festgefahrenen Verhaltensweisen und Musterverhalten der Erwachsenen konfrontiert. Doch ich möchte euch heute einen Leitsatz mitgeben. Werde der du bist und nicht wie andere dich wollen. Denn nur so kannst du gesund bleiben und glücklich sein. Natürlich weiß man oft noch nicht, wer man ist, was einen ausmacht. Das hat ja auch was mit einem Entwicklungsprozess zu tun. Doch probiert euch aus, setzt euch Ziele und lasst Visionen in euch entstehen. Lasst euch nicht entmutigen und vor allem denkt daran, dass ihr alles nur für euch macht. Das herkömmliche Gedankengut ist der größte Gegner von Homogenität, denn es ist geprägt von Ignoranz, Arroganz und so weiter. Für euch wären aber genau jene Aspekte wie Motivation, Zuversicht, Vertrauen, Verständnis wichtige Faktoren, um sozusagen den nötigen Sprit, sprich den Antrieb zu haben, um zu spüren, warum es sich lohnt, für die eigene Zukunft etwas zu tun. Ihr könnt euch ein neues Bewusstsein aufbauen, indem ihr die Dinge und Umstände lernt zu hinterfragen und nicht nach Schuldigen oder Schuld sucht, sondern immer nach Ursachen. Wenn euch das gelingt, dann habt ihr schon gewonnen, denn dadurch werdet ihr Wissende, wie man lösungsorientiert an Situationen rangeht, ohne daran zu verzweifeln und andere verantwortlich zu machen. Ihr werdet keine faulen Kompromisse eingehen und aus der Akzeptanz das Gemeinsame suchen, denn mit einer sachlichen Sichtweise stellt man fest, dass eigentlich oftmals gar nichts Trennendes da ist, sondern nur die übernommenen und geprägten Sichtweisen Distanz erzeugen. Im neuen Bewusstsein, da gibt es nämlich nichts Trennendes, nur Verschiedenartiges. Ein fehlendes Resonanzverhalten, welches oft aus frühkindlicher Prägung entsteht, also Erfahrungen, die ihr schon gemacht habt, welche sich dann gefühlsmäßig in euch verankert haben. Das ist beispielsweise dann passiert, wenn Wunschvorstellungen nicht eingetroffen sind. Hier macht man oftmals den Fehler, andere zu beschuldigen. Wenn jemand nicht so reagiert, wie man es selbst gerne möchte, ist man enttäuscht. Mit diesem schon etwas egoistischen Resonanzverhalten, da wird nur Trennendes produziert. Und genau das ist es, was viele Erwachsene an Verhaltensweisen und Musterverhalten entwickelt haben und in weiterer Folge an euch weiterprägen. Und ich weiß ganz genau, dass so manch ein Erwachsener auch Worte wählt wie ich bin enttäuscht von dir oder das hättest du schon besser machen können, sprich kritisiert und eben demotivierend wirkt. Es ist so wichtig, den eigenen Empfindungsbereich zu verstehen und in Folge auch lernen, ihn zu kontrollieren. Auch über die Gefühle zu sprechen, denn sonst bleibt immer etwas Negatives hängen. Das ganze Runtergeschluckte, Unausgesprochene führt unweigerlich zu massiven unterschwelligen Spannungen. Wenn ihr nicht krank werden wollt, gewöhnt euch gleich an, Konflikte jeglicher Form zu kanalisieren. Also immer über die Dinge zu sprechen und sie nicht als unveränderbar hinzunehmen. Wenn es einen Moment gibt, wo eure Grundhaltung negativ ist, versucht diese neutral abzubauen. Denn Negatives sowie Ängste belasten euren Organismus nur. Wut kann beispielsweise abgebaut werden, indem man richtig laut in ein Kissen brüllt.
damit zukünftig der negative Ballast nicht mehr zum Zug kommt und auch Querschläger wie Ängste, Sorgen und so weiter euch nicht wieder negativ beeinflussen, ist es wesentlich, dass man in einer positiven und zuversichtlichen Gemütslage ist und bleibt. Ansonsten aktivieren sich immer wieder diese negativen Gefühls- und Befürchtungswelten. Denn wenn die Seele in Notstand gerät, verdunkelt sich das Gemüt. Ein guter Leitfaden dabei ist, sich die Fragen zu stellen: Wie will ich mein Leben gestalten? Und wo will ich hin? Was möchte ich erreichen? Und worin liegt mein Potenzial? Nicht immer ist ein gut gemeinter Ratschlag der Erwachsenen auch gut für euch. Beobachtet genau, wie die Erwachsenen ihr Leben selbst gestalten und wie es ihnen dabei geht. Sind sie gesund und wirken sie glücklich oder leben sie faule Kompromisse, weil sie selber unsicher und ängstlich sind? Man darf und sollte auch die Dinge sachlich hinterfragen und das bitte immer. Habt auch keine Angst, Fehler zu machen, denn ein Fehler ist in Wahrheit ein Gewinn an Erkenntnis. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt auch nicht nur gut und schlecht, es gibt lila und grün, es gibt talentiert und eben weniger talentiert. Doch jeder hat ein Potenzial und genau das sollte man erkennen, fördern und auch leben. Vergleicht euch bitte nicht und verurteilt euch und andere nicht, wenn ihr mal Fehler macht. Orientiert euch an authentische Erwachsene. Das sind diejenigen, welche nicht Frust und Krankheit verkörpern, welche eine Meinung haben, aber andere Meinungen auch akzeptieren können. Also leben und leben lassen und das ohne Bedingungen zu stellen. Durch ein neues Bewusstsein mit objektivierten Sichtweisen könnt ihr die Dinge empfindungsneutraler angehen. Dadurch denkt und handelt ihr auch lösungsorientierter. Mit diesem Gedankengut spricht man von Anfang an gemeinsam ehrlich über die jeweiligen Erwartungshaltungen und erkennt dann auch viel früher, ob sich das mit den eigenen Zielen und Vorhaben ergänzt und umsetzen lässt. Das ist für ein gesundes Miteinander total wichtig. Man sollte die eigenen Ziele klar definieren und sich dabei immer an den inneren Vorgaben orientieren. Je positiver du bist, desto weniger haben negative Gefühle eine Chance. Das Leben ist wie ein Pendel. Plus und Minus ist in permanenter Pendelwirkung. Durch negative Faktoren im Alltäglichen, also durch irgendein Ereignis, da wird das negativ Abgespeicherte aktiviert. Die Psyche, das Gemüt reagiert, das heißt, man schlittert in ein Stimmungstief. Gemütsschwankungen gehen in kürzester Zeit von Hochstimmung bis zu Tode betrübt und man fragt sich, was ist eigentlich los mit mir? Daher ist es wichtig, dass ihr euch schon eine tägliche Bewusstseinshygiene angewöhnt. So lange, bis man in sich stabil ist. Dann schafft ihr es auch, den täglichen Querschlägern nicht mehr auf den Leim zu gehen. Es braucht von Grund auf ein Bewusstsein, das mehr menschliche Faktoren in den Vordergrund stellt. Also bitte macht euch nicht gegenseitig fertig. Lasst das. Und richtet eure Aufmerksamkeit lieber auf das Positive und auf ein gesundes Miteinander. Bedenkt auch, dass jeder Mensch ein eigenes Naturell und somit individuelle Grundeigenschaften hat. Und gegen das eigene Naturell dürft ihr nie arbeiten, ansonsten besteht die Gefahr, dass eine Innenanspannung in euch entsteht. Diese Innenanspannung kann dann zur Explosion, sprich zu unkontrollierten Handlungen im Außen oder eben auch zur Implosion führen, das heißt
nach innen gerichtet und du kannst dir somit selbst schaden. Deshalb sollte man die eigenen Denkmuster sowie die Schwachstellen erkennen, welche zu negativen Empfindungen und Handlungen führen, und weiters durch neues Gedankengut ersetzen. Ich weiß, die Willenskraft, die wird oftmals durch äußere Einflüsse gebrochen, und genau das lässt einen auch motivationslos werden. Und die Erlebnisse der Niederlagen, die nagen natürlich am Selbstwert, doch lasst euch nicht entmutigen. Schafft euch eure eigenen Motivationsschübe, indem ihr euch Ziele setzt. Wenn ihr das schafft, neue und nicht nur übernommene Ansichten zu kreieren und an euch glaubt, dann gelingt es euch mit Sicherheit besser, mit Eindrücke gesund und lösungsorientiert umzugehen. Eines noch zum Schluss. Ihr seid nicht auf die Welt gekommen, um die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern um euch zu entwickeln und zu entfalten.